Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit einem kurzen Update vom FEC-Server von meinem Charakter, aktueller Stand und so. Einfach mal wieder kurze Übersicht für die Leute, die nicht so aktiv in den Streams vielleicht sind. Und ja, es ist eigentlich auch nicht allzu viel passiert, also vor allem equipment-technisch. Das lässt sich mit einem Satz eigentlich abhaken. Das letzte Video, was glaube ich kam, equipment-technisch, war glaube ich das Upgrade von meinem Bloody Stuff. Genau. Und ja, der ist immer noch plus 9 mit 10 Sockeln. Kartenmäßig hat sich da auch nichts mehr geändert. Und da werde ich auch nichts ändern. Ist ja eh klar. Und eine Sache, die sich aber geändert hat, da war ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das ist sogar gefühlt auch schon wieder, also gefühlt 4 Wochen her. Wahrscheinlich sind es nur 2 oder so, aber keine Ahnung, die Zeit vergeht momentan irgendwie seltsam. Jedenfalls wegen dem Kinox-Set habe ich ja gesagt, dass ich mir wahrscheinlich ein 28% Set kaufen werde. Ob es jetzt plus 10 oder plus 8 ist, habe ich, glaube ich, gesagt, ist mir egal. Aber davon bin ich jetzt eigentlich komplett weg. Also, ich denke, der Plan wird sein, wirklich aufs 150er Set zu gehen. Das wird auch momentan immer günstiger. Also, es kostet gefühlt schon fast gar nichts mehr. Bis ich 150 bin, wird es ja noch eine Weile dauern. Und ja, dann kriegst du das Set clean wahrscheinlich literally geschenkt oder halt für, keine Ahnung, 20 Mio oder so. Oder für 50, whatever, aber halt alle 4 Teile für 50, was ja dann schon echt günstig ist, kann man sagen. Und ja, aus dem Grund macht es jetzt für mich nicht so viel Sinn, mir jetzt noch ein neues Kinox-Set zu kaufen. Ja, 12% mehr ATK, das spürt man schon deutlich. Also es wäre schon wirklich ein nicht unerhebliches Upgrade. Man sieht es jetzt ja auch gerade gut, ich habe noch keinen Link-Attack und ich habe auch keine Power-Ups, abgesehen von Crab Meat und Penya Flask. Aber mein Damage ist nicht sehr geil. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich finde es jetzt eh nicht so unangenehm, bei Monstern zu leveln, die nicht wirklich sehr viel höher sind als ich. Ist Auela, finde ich, ist das immer so ein Ding. Also beziehungsweise Hit and Run. Dass das eh nicht so viel Sinn macht, bei viel zu hohen Monstern zu leveln. Vor allem nicht im High-Level, weil du dann einfach nur Probleme hast, die überhaupt rechtzeitig zu töten. Eben vor allem dann, wenn dein Equipment nicht so heftig ist. Und ja, diese 12% ATK würden natürlich helfen. Also würde es halt nicht dafür sorgen, dass ich jetzt schon zu, keine Ahnung, Crapper gehen könnte oder zu Captain Merrill oder so. Das wird es einfach nicht bringen. Ja, Sinn machen wird es auch nicht, von dem her, ja. Genau. Das heißt, equipment-technisch werden die nächsten Schritte sein, probably Dracorans Set, Waffe, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mal gucken, wie sich es bei den Waffen entwickelt. Bei den Sets ist die Entwicklung sehr positiv, finde ich. Also gut, ich kenne mich jetzt nicht mit den Setpreisen von anderen Klassen aus. Also von Wild-Sets. Ich denke mal, Blade und der M und so sind schon ziemlich teuer. Oder vor allem Blade Ranger natürlich. So. Aber ich denke, da hat keine Klasse so große Probleme wie bei den Waffen. Also ich denke, die Waffen sind wirklich das Hauptproblem. Und da geht es halt leider nicht so wie bei den Sets mit den Preisen, dass die halt auch immer günstiger werden. Also sie werden schon günstiger, aber halt nicht günstig. Also beim Set habe ich ja gerade schon gesagt, man kriegt es ja bald geschenkt. So günstig ist das schon geworden. Gut, Elementor ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Spezialfall, weil da viele das Set gar nicht tragen. Aber trotzdem. Und bei den Waffen ist es halt leider nicht so. Außer bei Knight vielleicht. Ich glaube, der Slayer, den kriegt man schon für ein paar hundert Mio oder so. Slayer of Fairness. Aber gut, der ist ja doch Trash. Von dem her. Den will man auch gar nicht haben. Niemand will den haben. Selbst wenn man Knight spielt nicht. Ja. Aber auf jeden Fall so viel zum Equipment. Also da wird sich jetzt erstmal nicht so viel ändern. Also bis 150 rein theoretisch sogar gar nichts. Also außer vielleicht Schmuck-Upgrade. Wenn jetzt ein Schmuck-Upgrade-Event kommen würde, dann würde ich da natürlich schon alle meine Projects in meinen aktuellen Schmuck buttern. Da habe ich auch schon vor ein paar Tagen gesagt, ich bin mir nicht sicher, was mehr Sinn machen würde, probieren auf 2x plus 20 zu gehen. Dafür müsste man natürlich erstmal 1x plus 20 schaffen, obviously. Aber ich habe jetzt eigentlich schon genug A-Products, dass 1x plus 20 durchaus realistisch wäre. Und das heißt, ja, wenn man ein bisschen Glück hat, könnte es für 2 reichen. Ja, bräuchte man schon sehr viel Glück, not gonna lie. Aber ja, könnte für 2 reichen, theoretisch. Effektiv aktuell wahrscheinlich noch nicht, aber ich meine, solange kein Upgrade-Event startet, kann man ja weiter Products sammeln. Battle Pass Reset ist jetzt ja auch bald, neuer Monat. Wenn dann wieder 2 Wochen mindestens dauert bis zum Event, kann man den auch wieder abschließen, sind auch wieder über 100 Products und so. Also da kommt schon gut was zusammen. Je länger es dauert, desto besser ist es eigentlich. Und die andere Möglichkeit wäre halt aber, statt nur auf plus 20 zu gehen, mir fällt gerade auf, ich bin gar nicht gebufft. What the fuck, wo sind meine Buffs denn? Also ich habe mich vorhin 1000%ig gebufft. Sind die gerade abgelaufen? No way. Damn. Okay, das ist merkwürdig. Vielleicht hatte ich bessere Buffs oder so. Oder er hat wieder Buffs abgebrochen. Das passiert mir echt sehr häufig, dass meine M einfach nach Mental sein aufhört zu buffen. Keine Ahnung warum.
Also auf dem Board. Ist irgendwie so ein Bug oder so, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall. Genau. Und wie gesagt, die andere Methode wäre dann alles plus 19 zu machen. Also 2 Intellis plus 19, 2 Demois plus 19. Weil das halt wiederum verhältnismäßig einfach ist. Also ich meine, du kannst literally 4 Sachen plus 19 machen. Und wenn du beim plus 20 Upgrade Pech hast, zahlst du die gleichen Products wie für 4 mal plus 19 für plus 20. Nur wenn es halt nicht klappt, dann ist dein Ring ja immer noch plus 19. Und dann hast du einen Ring plus 19 mit, sagen wir, 600, 700, im schlimmsten Fall 1000 Fails. Und das ist aber immer nur ein Intelli plus 19, was halt pretty trash ist, 35 Int. Versus 2 mal 35 Int und noch fett Zusatzschaden. Also ich meine, klar, ein Adept-Ring ist so krass, der wiegt mindestens 3 andere Schmucksachen plus 19 auf, wahrscheinlich. Oder 2,5, whatever. Je nachdem, was man es genau vergleicht. Aber vom Prinzip her ist es so heftig, ja, der ist schon einfach nicht unerheblich. Aber es hat auch wieder ein bisschen Risiko. Ja. Also da muss man gucken, es kommt da auch wirklich drauf an, wie viel Projects ich haben werde. Erstmal beide Intellis plus 19 zu machen, wäre schon die Safe-Bet auf jeden Fall. Ich meine, die Demois sind nicht so wichtig. Ich meine, vor allem den Sehngebundenen will ich natürlich nicht upgraden. Ich will natürlich den ungebundenen upgraden. Erstmal. Ich bin noch nicht sicher, wie das jetzt weitergehen wird auf dem FEC-Server. Aber ja. Genau, also das sind so die nächsten Pläne. Also Schmuck-Upgrade, aufs Upgrade-Event warten und je nachdem, wann immer auch ich auch 150 werden sollte, dann das Drug Current Set erstmal sich besorgen. Was zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich extrem günstig sein wird, weil es jetzt schon extrem günstig ist, glücklicherweise. Ja, und das, wie gesagt, eigentlich so für die nächsten Schritte. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, alle meine Chars sind mittlerweile 132. Das war jetzt das Ziel, worauf ich die letzten 2 Wochen wirklich extrem hingearbeitet habe mit Party of Level und so. Und ja, das lohnt sich jetzt auch richtig. Also ich kriege jetzt jeden Tag richtig viel XP durch Tower F5. Also auf Level 132 kriegt man literally über 15% nur durch Tower Dailies. Das ist richtig geil. Ich bin auch erst seit 2 Tagen 132. Heute werden die Chars auch direkt 133. Basically durch Tower Dailies kann man sagen. Fast 90% davon. Naja gut, okay, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es ist wirklich das meiste davon ist wirklich durch Tower Dailies. Das ist richtig, richtig geil. Also heute, wenn ich wieder Tower Days mache, sind es dann schon die 4. Und das ist halt, wie gesagt, echt nicht schlecht, weil beim Leveln, Umkehrschluss natürlich, wenn Tower Dailies so viel ausmacht beim Level-Up, heißt das ja im Endeffekt, man kriegt durchs Leveln kaum noch XP. Und ja, genau so ist es. Also beim Leveln kriegen die Chances natürlich kaum noch XP, die sind ja nur noch 8 Level unter mir. Die Monster, die ich töte, sind nur noch 11 Level über den Leechern. Entsprechend zieht sich jetzt schon wirklich extrem. Also was ich so am Tag an XP mache, ist irgendwo zwischen 10 und 20% meistens nur. Das ist echt nicht viel. Und ja, also das wird jetzt immer schwieriger. Aber ja, was will man sonst machen in Flive, außer zu grinden, außer weiter zu leveln? Das ist ja im Endeffekt der Spirit hier. Genau. Ja, und ansonsten vielleicht nochmal kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich bin halt momentan ein bisschen getiltet vom FEC-Server, weil halt wirklich, ich würde wirklich sagen, das Pech überwiegt. Also mal das nächste Upgrade-Event abwarten vielleicht, wie das läuft. Aber ja, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe immer noch keine einzige Bloody-Waffe. Ich meine, ich hatte mal 2 Äxte, ich weiß, die habe ich gecraftet. Aber seitdem keine einzige mehr. Also ich habe jetzt, glaube ich, 359 Fails in a row. Und ich droppe jetzt auch keine Waffen mehr. Und muss jetzt dann quasi nur mit Tower Dailies irgendwie noch probieren, ein paar Äxte zu besorgen. Oder vielleicht kaufe ich sie dann auch einfach mal schauen. Aber kann jetzt dann quasi noch eine letzte Bloody-Session machen. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich ehrlich gesagt die Bloody-Waffen auch gar nicht mehr wirklich brauche. Also ich meine, jetzt ist es mir eigentlich auch schon egal. Also, keine Ahnung. Das Einzige, was noch aussteht, eigentlich wofür ich wirklich meine anderen Chars bräuchte oder wofür ich meinen Damage-Dealer bräuchte, wäre Red Meteor Quest abschließen. Aber letztendlich, ja, die gibt jetzt eh nicht mehr so viel XP. Gibt zwar ein paar Upcut-Stones und ein paar Great Eel. Wäre schon nicht schlecht, wenn wir uns die holen könnten. Aber an für sich ist es jetzt nichts, ja, also nicht mehr etwas, wo ich jetzt sagen würde, das ist super wichtig. Also auf Level 120 oder um Level 120 herum wäre es schon cool gewesen für die Leecher, weil die Quest, glaube ich, 45% gibt oder so, was nicht wenig ist. Aber ja, jetzt gibt es hier, keine Ahnung, noch 15% vielleicht oder so. Und ja, ich habe einfach das Equipment nicht dafür, müsste es extra kaufen. Und dann ist das Zweite, meine Chars haben auch gar keine Sets. Also es war eh schon die ganze Zeit so, wenn ich die Bloody-Waffen dann wirklich bekommen hätte, hätte ich auch noch ein bisschen Geld für die Sets investieren müssen. Oder zumindest für ein Set, dass zumindest ein Charakter dann halt irgendwann mal ausgerüstet ist. Aber das habe ich tatsächlich auch nicht. Das heißt, ich müsste meine Chars eh noch auf 135 leveln. Und ja, wir haben jetzt wie gesagt noch eine Bloody-Session, irgendwann die nächsten Tage wahrscheinlich. Und wenn die auch fehlschlägt, dann ist es over, weil dann kriege ich nur noch in den Tower Dailies 120er Waffen.
Das heißt, ich kann keine Diamonds mehr selber herstellen und kann dann auch nicht mehr craften entsprechend und ja, kaufen welche, mir die Waffen dann wahrscheinlich auch nicht. Und dann wird das Ganze einfach, ja, dann hat sich das im Endeffekt erledigt. Aber ja, schon extrem bitter irgendwie, also wie gesagt, so ein bisschen getiltet sein davon, denke ich mal, ist nachvollziehbar bei so viel Pech. Und ja, ansonsten muss ich auch sagen, also der FEC läuft echt scheiße. Also letztes Jahr lief es so viel besser, weil das Ding ist halt, was jetzt immer so Leute sagen, ja, man kann ja nicht erwarten, dass es immer gut läuft oder so, dass man immer Glück hat. Also ganz ehrlich, erstens mal spiele ich Live seit Ewigkeiten. Ich weiß genau, wovon ich rede. Das ist mir klar, dass man nicht immer nur Glück haben kann. Aber immer nur Pech haben ist halt genauso unwahrscheinlich wie immer nur Glück haben. So sehe ich das immer. Und bisher fehlt mir aber dieser eine Funken Glück, der die Waage wieder so ein bisschen aufs Gleichgewicht zurückbringt. Also zumindest in den letzten paar Wochen auf jeden Fall. Und er kommt einfach nicht, ja. Also ich drop auch wirklich gar nichts. Also selbst bei den 135er-Settern, ich meine, ihr wisst, wie viel Zeit ich jetzt bei Mammuts verbracht habe, wie viele zigtausend Mammuts und Ghosts ich getötet habe. Und ich habe keine, haltet euch fest, ich habe keine einzige 135er-Suit gedroppt, die ich selbst gebraucht habe. Ich habe 3 gedroppt und alle 3 hatten das falsche Geschlecht. Und generell habe ich kaum welche gedroppt. Also ich habe auch immer Tower Dailies fleißig gemacht. Da hatten wir auch noch die Giants dort, die eine höhere Chance haben, Set-Teile zu droppen, als wenn man einfach nur grindet und so. Gar nichts. Also es kam einfach nie mal irgendwie so dieses eine so, hey, hier, ich reiche dir meine Hand, eine Kainos-Suit zum Beispiel oder so. Weil wenn du überhaupt keine Suits droppst, dann müsste man ja sagen, na gut, dann kommt vielleicht irgendwann die Kainos-Suit. Die gleicht das dann aus, dass du gar nichts droppst. Aber nee, also irgendwie gar nichts einfach. Und jetzt sagt ihr, naja gut, das kann jetzt nicht jeder eine Kainos-Suit droppen. Ja, eine Necklace-Suit habe ich auch nicht gedroppt, eine Shupon-Suit habe ich auch nicht gedroppt und 105er-Suits habe ich auch keine einzige gedroppt, die ich gebraucht hätte. Von den 105er-Suits, die ich gebraucht hätte, habe ich auch keine einzige gedroppt. Bei 8 Charaktern. Wie zur Hölle ist das überhaupt möglich? Ich habe literally jede Klasse und habe es nicht hinbekommen, bei echt viel Grinding mit doppelter Drop-Chance, by the way, plus Penya Flask. Also Drop-Chance ist hier extrem erhöht. Auf dem FEC-Server braucht man ja gar kein Glück haben. Auf dem FEC-Server sind die Drop-Chancen so viel höher, dass man sagen kann, eigentlich musst du einfach nur genug Monster töten, dann kriegst du es irgendwann eigentlich automatisch. Weil auf Burudeng, wenn ich jetzt genau das gleiche gemacht hätte auf Burudeng wie auf FEC, könnte man sagen, naja, wenn auf Burudeng 135er zu droppen, ist schon echt sau selten beim Grinden und so. Aber hier halt nicht. Weil du hast mehr als die doppelte Drop-Chance. Also hier ist es deutlich wahrscheinlicher, dass es passiert. Aber es ist leider nie passiert. Und bei den 105er ist jetzt, wie gesagt, auch nicht. Und keine Ahnung, es ist irgendwie, als würde mir das Schicksal sagen wollen, hör auf diesem Server zu spielen. Es ist wirklich so. Also keine Ahnung, was da los ist. Schon ein bisschen frustrierend. Weil mittlerweile, wie gesagt, was jucken mich jetzt noch 105er-Sets? Wir kommen bald in den Levelbereich, wo man sagen könnte, was jucken mich jetzt noch 135er-Sets? Das kann ich auch auf 150er-Sets warten oder so. Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, also mad bin ich irgendwie trotzdem darüber. Also es kann, wie gesagt, mal schlecht laufen, aber wenn es nur schlecht läuft, dann ist es halt schon ein ganz schöner Tilter. Genau. Ja, und sonst habe ich eigentlich alles gesagt, was ich loswerden wollte. Wie gesagt, die nächsten Ziele stehen, also was heißt Ziele? Warten aufs Schmuck-Upgrade-Event und warten darauf, 150 zu erreichen. Also wir playen das Warte-Game. Das hat sich gereimt. Danke euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns bis dahin. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.